Moin moin ihr Füchse und willkommen zu einem weiteren Low-Poly Tutorial Video von mir. Ich habe mich so ein wenig inspirieren lassen, nicht nur ein wenig, von einer gewissen Kollektion von einem gewissen schwedischen Einrichtungshaus für Möbel, dessen Namen ich natürlich aus urheberrechtlichen Gründen nicht nennen darf, aber vielleicht kommt der ein oder andere dahinter. Auf jeden Fall werde ich euch heute zeigen, wie ihr solche Isometric Möbelstücke in Blender ganz leicht erstellen könnt. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Dort habe ich noch so eine kleine Ankündigung, weil bald ein gewisses Special stattfindet auf diesem Kanal. In diesem Sinne, wir stürzen uns in Blender. Viel Spaß! Und zwar starten wir dieses Tutorial mit einem Cube zusammen in Blender. Ich habe jetzt den genommen, der von Anfang an dabei ist, und ich move mir den erstmal hoch, setze hier mal den Origin neu und dann scannen wir das Ganze mal. Ich würde sagen, wir machen das erstmal in der X-Achse etwas breiter, vielleicht nicht ganz so breit. Ich mache nochmal 0,5, also die Hälfte ungefähr weg, auf der Y-Achse auch, und auf der Z-Achse können wir dasselbe machen, also einfach S, Z und dann Punkt 0,5 oder Punkt 5 eingeben. Ihr braucht die 0 nicht unbedingt mit eingeben. Wenn wir dann ungefähr die Form haben von dieser Kommode, dann werden wir uns hier 2 Loop Cuts reinbringen. Ich gehe mal ganz kurz in die Top-Ansicht dafür. 2 Loop Cuts, also einfach mit Mausrad scrollen, Linksklick und dann werden wir uns das Ganze bewegen, indem wir einfach S, X und ca. 2.6 machen. Dasselbe machen wir natürlich auch an den Seiten und hier auch 2.6. Aber das war, glaube ich, ein bisschen zu viel. Da haben wir nämlich eine kürzere Seite, deswegen muss ich mal ganz kurz gucken. Ich würde fast sagen, dass wir so 2.4 bräuchten. Vielleicht auch noch zu viel. 2.3 sieht sehr gut aus. Nehmen wir 2.3. So, dann gehen wir in den Face Mode, selektieren die unteren Faces hier, dass das sozusagen unsere Standfüße werden für unsere Kommode, wie man es kennt. Einfach mal ein Stückchen hoch bewegen und dann einmal die Taste E, um das Ganze zu extruden. Vielleicht jetzt, vielleicht ein Ticken zu lang. Müssen wir dann mal schauen. Aber erst einmal werden wir hier das vordere Face löschen, damit unsere Schubladen definitiv hier auch Platz haben. Deswegen einfach mal X und Faces löschen. Und jetzt müssen wir hier so ein paar Gaps einmal fixen, indem wir hier einmal die Ecken auswählen und immer F drücken. Ich werde das Ganze jetzt mal im Schnelldurchlauf zeigen, weil ich da bestimmt auch das ein oder andere Backface Culling fixen muss. Nachdem ich mir das Object im Nachhinein nochmal angeschaut habe, ist mir auch aufgefallen, wir hätten eigentlich auch die Insert-Function dafür nehmen können, dann hätte ich die Probleme gar nicht gehabt. Falls ihr noch andere Ideen habt, wie man sowas machen kann, schreibt mir mal unten gerne in die Kommentare, ich bin da immer sehr wissensdurstig. So, nachdem wir die Kommode erfolgreich gefixt haben, wollen wir mit den Schubladen weitermachen. Dazu einfach einen neuen Cube adden und dann werden wir unsere Proportionen erstmal dementsprechend anpassen, dass das Ganze auch schön fittet an unsere Kommode. Müsst ihr jetzt mal schauen, bei euch wird es wahrscheinlich ein paar andere Values sein oder je nachdem wie lange ihr eure Schubladen machen wollt, scaled es einfach mal so einen Ticken rein. Und dann können wir nochmal in die Seitenansicht gehen. Können uns das auf der Y-Achse auch nochmal ein bisschen scalen, sodass es ungefähr so ein kleines Stückchen rausguckt vorne, beziehungsweise absteht von unserer Kommode. Ich bringe das jetzt nochmal näher an die Kommode. Und so sieht das eigentlich schon recht gut aus. Wir können nochmal später gucken. Ich mache jetzt nochmal auf der Z-Achse einen Ticken weg. Das müssen wir aber gleich sowieso nochmal gucken. Denn ich möchte 3 Schubladen haben untereinander. Und da müssen wir sowieso mal gucken, wie die Größe ist ungefähr. Und dass das dann schön ineinander übergeht sozusagen. Das zeige ich jetzt natürlich wieder im Schnelldurchlauf, weil ich glaube, ich 2 Minuten oder so gebraucht habe, um die richtige Größe sozusagen zu finden, so dass es meinem Geschmack gerecht wird. Das nächste, was wir jetzt machen können, sind die Schubladenknaufe. Ich weiß nicht genau, wie nennt man das nochmal? Ich nenne es jetzt einfach mal Knaufe. Ich würde sagen, wir benutzen dafür eine UV-Sphere und ändern hier unten mal die Segments auf 10 und die Rings auf 10. Vielleicht ein bisschen weniger, machen wir mal 8, 8. Vielleicht Rings nur 7 und Segmente 11. Na, vielleicht sogar noch weniger. Ich würde fast sagen, wir benutzen 11 und 5. Ja, 10 gefällt mir fast besser. Dann haben wir es oben ein bisschen flacher. Ja, wir benutzen 10 und 5 und scannen uns das Ganze einfach mal rein.
Ich mache mal schnell ein neues Material hierfür. Das nenne ich mal einfach Matte Black und mache es einfach nur schwarz. So, das werde ich mir jetzt hier in Ausrichtung bringen. Ich werde das jetzt nochmal auf der Y-Achse um 90 Grad sozusagen rotieren. Dann move ich mir das Ganze hoch auf der Z-Achse, bringe mir den Knauf sozusagen an meine Schublade. Schön nach rechts. Und dann werden wir das Ganze sowieso gleich duplizieren, um links auch noch einen Knauf zu machen. Ich gucke jetzt erstmal, dass es schön stimmig ist, dass wir ein bisschen Space links und rechts haben. Ich würde sogar fast sagen, dass wir das ein bisschen abstehen lassen. Deswegen lasst uns einfach mal die Faces hier packen. Beziehungsweise von der anderen Seite, da kommen wir wesentlich leichter ran. Ich werde die einfach mal alle packen. Ihr könnt ja auch noch dissolven, wenn ihr wollt. Werde ich jetzt aber nicht machen. Und dann werde ich mir das Ganze extruden mit E. So einen kleinen Ticken raus und dann rotieren wir einfach den Knauf auf der Z-Achse um 180 Grad. Dann bringen wir uns das Ganze natürlich an die Schublade. Ich mache das jetzt nochmal einen Ticken größer, weil mir das ehrlich gesagt noch ein bisschen zu klein ist. Bringen wir das hier ran. Na, vielleicht noch einen Ticken kleiner, weil das sieht eigentlich gut aus. Ich duplicate das Ganze mal und bringe das auf die linke Seite, ungefähr hier. Das müsste derselbe Space sein und das sieht sehr schön aus. Jetzt können wir das Innenfach machen, wenn wir möchten, von unserer Schublade, indem wir, falsches Objekt, indem wir einfach mal das obere Face uns packen und hier einmal mit der Taste I das Face inserten. So bekommen wir sozusagen unser Innenfach von unserer Schublade, dass wir auch Sachen reintun können, wenn wir das wollen. Jetzt drücke ich einmal E und breche das ab und bewege mir das Face nach unten. Und das sieht eigentlich recht gut aus. Reicht völlig aus. Jetzt können wir unsere Schubladen natürlich noch zweimal duplicaten, dass wir auch 3 Stück bekommen. Also einfach duplicaten, nachdem wir unsere Kommode zurückgeholt haben. Und ihr seht, bei mir fittet das perfekt. Ich hoffe, das ist bei euch auch der Fall. Wenn nicht, müsst ihr nochmal die Größe ein bisschen anpassen. So, bevor wir allerdings jetzt die einmal öffnen, möchte ich eine kleine Sache noch machen, die bei meiner Referenz von diesen Möbelstücken auch der Fall ist. Und zwar packen wir uns einmal hier die Faces und werden das Ganze mal extruden. Ich würde sagen, wir nehmen hier Point 1, sah ziemlich gut aus gerade. Vielleicht auch nur 0,5. Lass uns nur 0,5 nehmen. Also Point 0,5 auf eure Tastatur eintragen. An den Seiten und dann natürlich noch vorne machen. Point 0,5. Und einmal hinten E. Point 0,5. Perfekt. Und wenn wir jetzt möchten, können wir hier im Blender schon ein bisschen rumspielen und unsere Schubladen sozusagen öffnen, indem wir sie einfach mal auf der Y-Achse bewegen. Und das sieht ziemlich fresh aus. Finde ich ziemlich cool. Ist sehr gut geworden. Was ich dann noch persönlich für mich selbst gemacht habe, aber auch noch gerne ganz kurz zeigen möchte in diesem Video, ist eine TV-Bank in demselben Stil nochmal zu machen. Dazu habe ich mir einfach die Kommode genommen und habe sie ein bisschen an den Proportionen angepasst, also ein bisschen reingescaled, kleinere Schubladenfächer gemacht und oben etwas Space gelassen, dass man da zum Beispiel seine Konsolen abstellen kann oder seinen TV-Receiver. Ist auch ziemlich cool geworden und ja, hier ist das Endergebnis und ich bin damit eigentlich mega zufrieden. Und ja, und eventuell hat wirklich der ein oder andere von euch diese Kollektion erkannt. Ich habe sie selber zu Hause, ich finde sie auch mega schön, kann ich nur jedem empfehlen. Und jetzt komme ich zu der kleinen Ankündigung, die ich für euch noch habe, und zwar, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir sind bei 1500 Füchse, was eine ziemlich krasse Zahl ist, und ich dachte mir, sobald wir die erreicht haben, machen wir so ein kleines Giveaway hier, so eine kleine Verlosung für euch dort draußen. In diesem Sinne, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, und bei diesen 1500 Füchsen dabei sein möchtest oder mir helfen möchtest, dann tu das bitte jetzt. Ich würde mich mega freuen. Du hast viele Vorteile, denn auf diesem Kanal gibt es noch eine Menge Videos, die ich geplant habe und Formate, und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. In diesem Sinne würde ich mich jetzt bei euch verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Macht es gut, ihr Füchse. Ciao.